Ich glaube, was man wirklich in fast ganz wenig anderen Berufen hat, ist, dass es eine extrem sinnstiftende Arbeit ist. Und man weiß genau, was man tut, macht Sinn, weil man macht, dass es Leuten besser geht, dass sie nicht sterben müssen, dass ihre Symptome besser werden, dass sie sich besser fühlen, dass sie vielleicht gesund nach Hause gehen können im besten Fall. Und ich glaube, es gibt nichts Sinnvolleres aus meiner Sicht als diese Arbeit. So, das steht natürlich über allem. Und gleichzeitig hat man natürlich auch viele kleine positive Erfahrungen. Also eben, man arbeitet viel mit anderen Menschen zusammen, nicht nur mit den Patientinnen und Patienten, sondern eben auch mit dem Pflegepersonal, mit anderen Funktionsabteilungen. Man ist irgendwie sehr oft im Team unterwegs und dann ist es natürlich super spannend und interessant, weil sich ganz viel Neues tut. Also wie gesagt, ich zum Beispiel finde Forschung auch total interessant. Man kann irgendwie neue Therapien ausprobieren, man kann selber Sachen entwickeln. Das sind so die ganzen positiven Seiten, aber man muss auch klar sagen, also ich selber habe mir das auch trotz meiner Zeit vor dem Studium im Krankenhaus nicht so klar gemacht und ich glaube, das können sich auch viele nicht so klar machen, dass dieser Druck, der auf einem lastet, teilweise wirklich einen extrem an die Grenzen bringen wird und auch die Entscheidungen, die man fällen muss, was für einen Druck das auslöst. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwer, sich das vorher vorzustellen. Also in Jena ist es so klassisch aufgebaut, das Studium, das Medizinstudium. Man hat eine Vorklinik erstmal 2 Jahre, hat dann das erste Staatsexamen, das Physikum und geht dann in den klinischen Abschnitt, der 3 Jahre dauert und endet dann mit dem praktischen Jahr und dann im letzten Staatsexamen nochmal. Und in der Vorklinik lernt man erstmal die Theorie hinter allem, also Anatomie, Physiologie, Biochemie und so weiter. In Jena wird man auch direkt an die Leiche gelassen zum Präparieren, um halt die Anatomie sozusagen live zu erleben. Und dann im klinischen Abschnitt später folgen dann die verschiedenen Fächer einfach hintereinander. Chirurgie, Innere, Augenheilkunde, was auch immer. Genau. Ich persönlich würde schon gerne als Ärztin arbeiten, am liebsten Neurologie oder innere Medizin machen. Man kann natürlich auch in die Industrie gehen oder in die Gesundheitspolitik oder zum Pharmaunternehmen, was auch immer. Also viele sagen auch, sie wollen erstmal in so ein kleines Haus gehen, wo sie halt erstmal sehr allgemeine Sachen lernen können. Und natürlich ist ja auch mal die große Frage, lässt man sich irgendwann nieder als klassischer Hausarzt oder als Facharzt irgendwo. Und das ist natürlich irgendwie gut zu wissen, dass man diese Perspektive auch immer hat. Zumal wir ja wissen, dass Ärzte und Ärztinnen gesucht werden, gerade auf dem Land. Das macht die Berufswahl eigentlich sehr komfortabel, muss man ehrlich sagen. Also ich würde schon sagen, eine gewisse Selbstdisziplin tatsächlich, weil man schon, das ist ja bekannt, einfach relativ viel Stoff irgendwie lernen muss. Und ich würde sagen auch so eine gewisse Abgebrühtheit sozusagen, also dass man einfach, man geht in Prüfungen ganz oft und man weiß, man kann nicht das komplette Wissen und man weiß auch später auf Station, ich werde nie alles wissen. Und man muss irgendwie damit umgehen können, dass man halt immer Lücken hat und dass man das nie perfekt können muss, also können kann. Ich würde sagen, das ist sehr wichtig und natürlich auch diese emotionalen Komponenten, irgendwie, dass man normal mit Menschen reden kann und auch mit Menschen, denen es gerade nicht gut geht. Ich glaube, das ist irgendwie auch ziemlich klar. Also das ist eben von Uni zu Uni leider unterschiedlich. Also man muss sich als Bewerber jede Uni angucken, was die erfordert. Aber letztlich ein gutes Abi ist das Einfachste, um da reinzukommen. Das ist leider immer noch so. Hier in Jena wird dieser TMS, also Test für medizinische Studiengänge heißt der, glaube ich, zukünftig mit einfließen in die Bewertung, sowie die Abi-Note und auch bestimmte Berufsabschlüsse, also wie jetzt Krankenschwester, Notfallsanitäter, glaube ich, verschiedene, oder Rettungssanitäter heißt es ja jetzt. Und wenn man es eben nicht, das Abi noch nicht so super duper ist, dass man sofort reinkommt, dann kann man halt gucken, ob man so eine Ausbildung noch machen kann vorher, die einem das dann verbessert. Und da lernt man natürlich die Sachen, die ich vorhin auch angesprochen habe, sowas wie einfach Umgang mit Menschen, die sich selber zum Beispiel nicht versorgen können. Das lernt man ja in so einer Ausbildung auch, also es bringt einem ja auch was. Wir sind
nur 250 Leute im Studiengang, was in anderen Unis einfach viel, viel mehr sind. Wir sind vergleichsweise klein. Und es ist halt auch tatsächlich so, dass die Professorinnen, die erkennen uns auf der Straße wieder oder so. Also das gibt einem trotzdem einfach ein familiäreres Gefühl. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Dann ist es natürlich sehr schön, also wir werden tatsächlich im ältesten Teil der Universität unterrichtet, in diesem ehemaligen Kloster, wo das gegründet wurde, und das ist halt auch einfach richtig schön. Man ist nicht in so einem hässlichen Block, sondern man ist halt in so alten historischen Gebäuden auch, und wo es halt diese alte anatomische Sammlung gibt und wo dann Goethe seinen Zwischenkieferknochen entdeckt hat und so. Und das ist ja irgendwie schon einfach, man hat ein schöneres Gefühl irgendwie dabei, wenn es so eine Geschichte gibt. Gleichzeitig ist man mitten in der Innenstadt, kann halt sofort irgendwie, also sofort auch zu Hause nach der Uni, oder kann sich irgendwie direkt mit Freunden treffen, und es ist alles super nah beieinander. Also ich glaube, was ein großes Glück ist im Medizinstudium, dass es noch ein bisschen verschult ist, oder dass es eben strukturiert ist dahingehend, dass wir alle in so Seminargruppen sind, also von 20 Leuten, die eigentlich ein bisschen sind wie eine Schulklasse, mit dem man am Anfang auch alles zusammen irgendwie hat und macht und sich trifft. Und ich glaube, das hilft jemandem, der so frisch aus der Schule kommt, schon sehr, weil man einfach nicht so gewohnt ist, diesen Studienalltag zu leben. Und das finde ich eben sehr, sehr schön, dass man da so erstmal so ein bisschen aufgefangen wurde. Jetzt in meinem Fall, ich bin sofort in den Chor gegangen in Jena, wo ich auch ganz viele andere Studiengänge kennengelernt habe, nicht nur Mediziner, weil das ist ja oft so ein Vorurteil, das auch stimmt, dass die oft so zusammenhängen. Und ich bin in die Fachschaft gegangen, in den Fachschaftsrat, da habe ich auch dann viele ältere Studierende kennengelernt. Und so habe ich dann, glaube ich, auch die Stadt schnell mir erschlossen, so einfach in ganz verschiedenen Orten Leute kennenzulernen.